Es sind oft die kleinen Details, die eine Simulation groß machen, und genau solche Details liefert uns der Entwickler Mamu-Design. Kürzlich habe ich mir hier auf dem Kanal das Add-on Powerlines ebenfalls von Mamu-Design genauer angesehen und aufgrund eurer zahlreichen Hinweise in den Kommentaren, vielen Dank dafür, geht es heute um ein weiteres Add-on dieses Entwicklers. Die Rede ist von Project Lifts, ein Add-on, das die Bergwelt im Microsoft Flight Simulator völlig neu wirken lässt. Denn was fehlt in den Alpen, in Skigebieten oder auch in vielen Tourismusregionen weltweit? Genau, Seilbahnen, Gondeln und Skilifte. Und Project Lifts ist nicht nur für PC, sondern auch für die Xbox verfügbar und läuft sowohl im Microsoft Flight Simulator 2020 als auch 2024. In diesem Video schauen wir uns heute an, wie das Add-on funktioniert, wie es die Immersion im Simulator verändert und wo die Stärken und Grenzen liegen. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Auf den ersten Blick denkt man vielleicht, Seilbahnen? Braucht man das wirklich? Doch wer schon einmal beispielsweise in den Alpen unterwegs war, weiß, sie gehören genauso zur Landschaft wie Straßen, Flüsse oder Berge. Im VFR-Flug dienen sie nicht unbedingt der Orientierung, aber sie machen die Szenerie im Ganzen wesentlich glaubwürdiger. Gerade beim Fliegen in niedriger Höhe mit Helikoptern oder kleinen Maschinen sind sie nicht zu übersehen. Im Standard-Simulator fehlen diese Strukturen fast komplett. Und genau diese Lücke schließt Project Lifts. Mit unzähligen Seilbahnen und Skiliften, die über ganze Regionen verteilt sind. Hinter Project Lifts steckt Mamu-Design. Ein Entwickler, der sich in den letzten Jahren in der Community einen wirklich starken Namen gemacht hat. Was ihn definitiv auch auszeichnet, ist seine klare Philosophie. Er entwickelt Add-ons, die Lücken im Simulator schließen. Dinge, die in der echten Welt selbstverständlich sind, die aber im Standard Microsoft Flight Simulator fehlen. Und dabei achtet er auf zwei Punkte: Realismus und Performance. Seine Erweiterungen wirken immer stimmig, ohne das System unnötig zu belasten. Schauen wir kurz auf einen Teil seiner Inhalte. Mit Powerlines hat er die Infrastruktur der Stromleitungen in den Simulator gebracht. Ein Add-on, das wir hier auf dem Kanal bereits ausführlich betrachtet haben. Einen entsprechenden Link packe ich euch hier unter dieses Video in die Videobeschreibung. Mit dem Add-on Marinas hat er die Wasserlandschaft lebendig gemacht, mit Booten, Stegen und Hafenanlagen, die besonders an Küstenregionen sofort auffallen. Und eben Project Lifts, ein Projekt, das ganze Bergregionen aufwertet. Das Besondere an Mamu ist, die genannten Add-ons sind sowohl für PC als auch für Xbox verfügbar und das macht ihn in der Szene so stark. Denn während viele Entwickler ihre Produkte nur für PC anbieten, denkt Mamu auch an die große Xbox-Community. In Foren, Discords und auf Social Media wird seine Arbeit deshalb sehr geschätzt. Viele Spieler sagen, die Add-ons von Mamu sind klein im Preis, aber groß in der Wirkung. Sie verändern das Fluggefühl subtil, aber nachhaltig und genau das macht sie so beliebt. Es spricht vieles dafür, dass wir von Mamu-Design in den nächsten Jahren noch weitere Projekte sehen werden, die uns überraschen. Für euch heißt das, auf Andiana TV könnte es durchaus noch zu weiteren Videos zu den Inhalten von Mamu-Design kommen. Wenn ihr also möchtet, dass ich mir beispielsweise das Add-on Marinas genauer anschaue, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. So weiß ich direkt, was euch interessiert und welche Themen ich hier als nächstes aufgreifen könnte. Wie schon bei Powerlines ist auch Project Lifts sowohl für den Microsoft Flight Simulator 2020 als auch 2024 verfügbar. Das heißt, egal ob ihr noch auf der alten Version fliegt oder schon im 2024er unterwegs seid, ihr könnt das Add-on nutzen. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass Käufe automatisch für beide Simulatoren gelten. Wer also jetzt investiert, hat das Add-on sowohl für den 2020er als auch für den 2024er. Ebenfalls möglich ist, dass ihr den über den InSim-Marktplatz gekauften Inhalt dann sowohl am PC als auch auf Xbox verwendet. Voraussetzung hierfür ist, dass ihr euch auf beiden Plattformen innerhalb des gleichen Microsoft-Kontos bewegt. Ein spannender Punkt ist natürlich der Unterschied zwischen der PC- und der Xbox-Version von Project Lifts. Auf dem PC ist die Installation flexibler. Man kann das Add-on entweder direkt über den InSim-Marktplatz kaufen oder, wenn man lieber unabhängig bleibt, auch direkt über die Homepage von Mamu-Design.
Updates landen dort schneller und die Community-Ordnerstruktur erlaubt grundsätzlich mehr Freiheiten bei der Verwaltung von Add-ons. Auf Xbox hingegen läuft alles ausschließlich über den InSim-Marktplatz. Das bedeutet, Installation und Updates sind zwar sehr einfach und automatisch, aber es gibt keinerlei Möglichkeit, Dateien selbst anzupassen oder manuell zu verwalten. Bei der Performance gibt es ebenfalls Unterschiede. Während PC-Piloten je nach Hardware mehr Reserven haben, bleibt die Konsole ihrer Hardware entsprechend begrenzt. Dennoch läuft Project Lift stabil und wurde von Mamu bewusst so umgesetzt, dass auch die Konsole nicht überlastet wird. Und was ist eigentlich mit dem Mitfahren in Gondeln? Geht das? Auf dem PC ist das in Community-Versionen teilweise möglich mit entsprechenden Zusatzprogrammen. In der offiziellen Marktplatz-Version und damit auf Xbox dagegen bisher nicht. Doch es spricht einiges dafür, dass dieses Feature in Zukunft auch offiziell kommen könnte und damit sowohl PC- als auch Xbox-Piloten zur Verfügung steht. In der Praxis entfaltet Project Lift seine Wirkung sofort. Fliegt man über die Alpen, über bekannte Skigebiete oder auch in touristischen Regionen, entdeckt man plötzlich bewegte Gondeln, die sich durch Täler und über Berghänge ziehen. Skilifte stehen an Hängen, Seilbahnen verbinden Orte und das Ganze wirkt so selbstverständlich, dass man sich plötzlich darüber wundert, wie leer die Szenerie ohne dieses Add-on eigentlich ist. Gerade mit Helikoptern und kleinen Maschinen entsteht ein ganz neuer Realismus. Denn wer tief und entschleunigt unterwegs ist, bekommt nicht nur visuelle Highlights, sondern auch eine zusätzliche Herausforderung. Man muss den Seilen und Gondeln ausweichen. Und das Beste, trotz tausender kleiner Objekte bleibt die Performance stabil, auch auf Xbox. Natürlich gibt es auch hier ein paar Punkte, die man nüchtern sehen sollte. Die Weltkarte des Microsoft Flight Simulators ist riesig und entspricht eben dem gesamten Planeten. Und so sind nicht alle Seilbahnen weltweit abgedeckt. Mamu konzentriert sich auf besonders bekannte Regionen, vor allem in Europa. Wer also auf der Suche nach sehr spezifischen Liftanlagen ist, wird nicht überall fündig. Zudem kann es sein, dass in bestimmten Gebieten die Dichte der Lifts etwas hoch wirkt. Hier entscheidet letztendlich die persönliche Wahrnehmung, ob es realistisch oder überladen wirkt. Dennoch, für die meisten Flüge bringt das Add-on eine klare Aufwertung der Landschaft. Spannend ist auch der Vergleich mit Add-ons anderer Entwickler. Es gibt Drittentwickler mit vielen visuellen Anpassungen, aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos keinen weiteren, der das Thema Lifts in diesem Umfang abdeckt. Damit besetzt Mamu mit Project Lifts eine echte Nische. Und gerade die Tatsache, dass es auch auf Xbox läuft, verschafft ihm einen klaren Vorteil gegenüber vielen PC-exklusiven Erweiterungen. Man kann also sagen, wenn es um Seilbahnen im Microsoft Flight Simulator geht, dann gibt es aktuell keinen Weg an Mamu vorbei. Project Lift von Mamu Design ist ein Add-on, das auf den ersten Blick wie ein Detail wirkt, in der Praxis aber eine riesige Wirkung entfaltet. Es macht die Bergwelt lebendiger. Es bringt ein Stück Realismus in Regionen, die sonst steril wirken, und es sorgt vor allem auf Xbox für ein Erlebnis, das man so im Simulator bisher nicht kannte. Kurz gesagt, wer gerne in Gebirgsregionen unterwegs ist, für den ist Project Lift fast schon ein Pflicht-Add-on. Der Preis über den InSim-Marktplatz beläuft sich, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos, auf 16,79 €. Von Zeit zu Zeit gibt es auch Aktionen, weshalb es durchaus Sinn ergibt, den Inhalt eventuell erstmal auf die Wunschliste zu packen. Schreibt mir eure Meinung zu Inhalten dieser Art bitte in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt zur Unterstützung dieses Kanals gerne einen Daumen nach oben und vergesst Abo und Glocke nicht, um auch in Zukunft kein Video zu verpassen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.